Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir sind jetzt noch mitten in der erdverbundenen Energie vom Steinbock, aber man merkt schon ein ganz klein wenig die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Widder. Zu der aktuellen Dekade, wir haben über die gesamte Dekade abnehmenden Mond. Es geht also darum, auch ein wenig, also es wird ein bisschen ruhiger und die Energien verdichten sich oder ziehen sich zusammen eher, ne? Also es geht darum, Dinge zum Abschluss zu bringen und nochmal über alles zu reflektieren. Schauen wir mal, wie diese Energien bei dir ankommen. Der Magier. Ach, du bist hier sehr in Manifestationsenergie. Du kannst hier viel von deinen Plänen, von deinen Vorstellungen umsetzen, also du kannst hier viel in die Tat umsetzen. Viel in die materielle Welt entstehen lassen. Ich sehe hier sehr viel Kreativität, auch die Fähigkeit deinerseits, Menschen von dir zu überzeugen, Menschen für deine Ziele zu begeistern, Menschen in Bewegung zu setzen. Sehr viel Energie und Kraft und halt, ja, dass du hier etwas in Bewegung setzt. Etwas, ja, was du dir schon auch länger überlegt hast, was du dir vorgestellt hast. Dass du deine Ideen in Materie umwandeln kannst. Ja, schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir so bezieht. Ja, du setzt diese Energie auch klug ein. Du setzt sie zielgerichtet ein. Du weißt genau, was du willst und bist auch entschlossen, dir einen Plan zu überlegen. Du möchtest deine Energie auch nicht so verpulvern, sondern setzt deine Energie sehr bewusst ein. Taktisch klug und überlegt. Ja, und du kannst hier wirklich all in gehen, ne? Deine volle Leidenschaft zeigen und alles geben. Auch Lebensfreude, Feuerenergie zeigen. Das sind halt wirklich jetzt gerade die Stärken von dir, die gefragt sind, dass du dich hier mit vollem Herzen für eine Sache einsetzt. Und du kannst auf diese Art und Weise wirklich neue Erfahrungen machen. Es ist in gewisser Hinsicht jetzt alles ein wenig anders. Anders als früher. Du wirst hier auf diese Weise eine positive Erfahrung machen und die durch eine alte Erfahrung ersetzen können. Eine alte Erfahrung auf diese Weise heilen können. Ja, denn da passiert etwas Neues. Ach, fängt ja hier spannend an bei dir und ich schau mal, mit welchen Hindernissen du es zu tun hast. Ja, hier zeigt sich ein Ritter der Stäbe. Diese Person kann auf dich verweisen oder auf eine Person in deinem Umfeld. Hier haben wir es mit einer Feuerperson zu tun. Deswegen, du bist ja ein Feuerzeichen, deswegen könnte es sehr gut sein, dass du mit dieser Energie gemeint bist. Besonders mit diesen Karten. Der Ritter der Stäbe ist ein Mensch, der mitten im Leben steht und auch etwas in Bewegung setzen will, Verantwortung übernehmen will, etwas erreichen möchte. Ein Mensch, der sich mit vollem Herzen für etwas einsetzt. Das kann sehr gut sein, dass du diese Person sein wirst. Oder du hast jemanden, der dir sehr ähnlich ist, an deiner Seite, der dich diesbezüglich unterstützt. Ein anderes Feuerzeichen, Widder, Löwe oder Schütze. Muss aber nicht unbedingt, ne? Der Ritter der Stäbe kann halt auch manchmal eine Chefin oder ein Vorgesetzter sein. Oder bezieht sich auch allgemein auf die Welt der Arbeit, ne? Weil man da auch sehr präsent sein muss, sich durchsetzen muss und etwas in Bewegung setzen muss.
Aber vor allem sehe ich hier tatsächlich dich, dass du dich als diese Person in dieser Dekade präsentieren und manifestieren wirst, selbst verwirklichen wirst. Dann kommt noch der Hohepriester hinzu als ja, ergänzende Energie. Der Hohepriester ist eine sehr weise Energie. Eine Person, die sehr über den eigenen moralischen Kompass nachdenkt. Eine Person, die ethisch richtig handeln möchte. Wenn diese Person ihren eigenen moralischen Kompass gefunden hat, ihre eigenen moralischen Werte, ist diese Person entschlossen, auch so zu handeln. Hier zeigt sich auch eine gewisse Bereitschaft, sich mit ethischen Grundsätzen und Philosophie, mit Geisteswissenschaften auseinanderzusetzen. Auch kann diese Karte auch für Weiterbildung stehen im Allgemeinen, dass man sich mit sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit neuen Themengebieten widmen möchte und wird. Manchmal steht diese Person auch für jemanden, der einen weisen Ratschlag gibt. Ne? Das könnte sein, dass du einen weisen Menschen aufsuchst und von diesem Menschen einen Ratschlag bekommst oder dass du von anderen Menschen als weiser Berater wahrgenommen wirst. Also Werte und Grundsätze spielen in dieser Dekade für dich schon eine große Rolle. Was denkt der Ritter der Stäbe? Die Kaiserin. Diese Person denkt daran, sich etwas langfristig aufzubauen. Diese Person setzt sich vielleicht auch sehr stark für die Familie ein. Entweder du als diese Person oder eben eine Person in deinem Umfeld. Diese Person möchte eben hat viele Ideen, die das Potenzial haben, sich über einen langen Zeitraum sehr gewinnbringend und erfüllend auszuwirken. Diese Person setzt etwas wirklich sehr Wichtiges, Großes in Gange. Und das kann eben mit Familie oder mit familiärer Geborgenheit in Zusammenhang stehen. Ja, diese Person hat viele Pläne, die auch wirklich in sich schlüssig sind und Sinn ergeben und durchdacht sind. Ich glaube schon, dass du der Ritter der Stäbe bist. Diese Person agiert nämlich auch taktisch klug, genauso wie du das möchtest. Und ja, diese Pläne ergeben halt auch in sich wirklich viel Sinn. In der Vergangenheit eine Königin der Schwerter. Auch diese Karte kann auf dich verweisen oder eben auf eine Person in deiner Umgebung. Hier haben wir es mit einer Luftperson zu tun. Wassermann, Waage oder Zwilling. Könnte sein, muss aber nicht. Könnte auch sehr gut sein, dass du diese Energie warst und jetzt musst du diese Rolle weniger erfüllen. Jetzt geht es um eine ganz andere Energie. Jetzt musst du nicht mehr die Königin der Schwerter sein. Wenn es eine Person in deiner Umgebung ist, dann nimmt diese Person gerade aktuell vielleicht nur vorübergehend an Bedeutung ab. Das heißt aber nicht, dass diese Person nicht in Zukunft wieder wichtiger werden könnte. Aber in der Vergangenheit hast du dich mehr mit dieser Person auseinandergesetzt. Die Königin der Schwerter ist eine sehr unabhängige Person, eine Person, die nach Freiheit strebt, nach Selbstbestimmtheit, nach geistiger Freiheit vor allem. Eine Person, mit der man sich gut unterhalten kann, die ein gutes Urteilsvermögen hat und in allen ihren Beziehungen auf gewisse Weise Gerechtigkeit walten lässt. Eine Person, die fair und gerecht ist. Die Königin ist eben auch eine sehr gereifte Persönlichkeit. Eine Person mit sehr viel Erfahrung und Wissen und Weisheit. Was hat die Königin der Schwerter gedacht? Es könnte sehr gut sein, dass du diese Energie warst und dir eben
als diese Person dir diesen Plan hier überlegt hast, den du jetzt in die Wirklichkeit umsetzen kannst. Oder du hattest eine Person in deiner Umgebung, mit der du zusammen diese Pläne geschmiedet hast. Die Königin der Schwerter kann sehr gut Pläne machen, hat sehr viele Ideen, ist eine sehr kreative, also auf der Gedankenebene eine sehr kreative Person. Es kam aus der Perspektive der Königin der Schwerter zu einem gewissen Neuanfang in eurer Beziehung oder du als diese Person eben zu einem gewissen Neuanfang. Gewisse Dinge haben sich positiv ereignet für diese Person, hat die Ziele, irgendwelche faktischen Ereignisse haben die Ziele und Vorhaben dieser Person positiv unterstützt. Ja, man war hier in der Vergangenheit diese Person war in der Vergangenheit doch recht zuversichtlich und hat auch Unterstützung erhalten. Das ist aber auch schön hier. Also zu dieser Person oder eben zu dir selbst als diese Person gab es sehr liebevolle Gefühle, eine starke Harmonie. Man hat sich selbst mit sich selber sehr, sehr wohl gefühlt. Man konnte auch viele Themen aus der Vergangenheit, also man konnte hier sich selbst annehmen, sich selbst zu schätzen, wissen, lernen. Wenn es eine andere Person ist, hier zeigt sich noch eine Königin der Stäbe, die sehr gut du selbst sein könntest hier, ne? Wenn es hier um eine Verbindung, eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung geht zwischen Luft und Feuer, dann sehe ich hier wirklich sehr viel Harmonie, sehr viel, ihr habt euch gegenseitig ergänzt und wart ein super Team und habt auch hier zueinander gefunden. Nach einer gewissen Zeit, es gab irgendwie eine Vertiefung eurer Verbindung, mit der ihr beide sehr behutsam, sehr vorsichtig umgegangen seid, aber das war auch genau das Richtige. Das hat zu einer sehr intensiven Stabilisierung geführt und zu einer intensiven Harmonie zwischen euch beiden. Vielleicht ist diese Person auch, bezieht sich diese Karte auch auf die gleiche Person, dann könntest du es mit Schütze oder Wassermann zu tun gehabt haben. Und diese Person hat sehr viel Selbstbewusstsein, ist eine sehr ausgeglichene Person, sehr stabil. Empfindet eine große Harmonie zu sich selbst. Und dadurch ist die Verbindung zu dieser Person auch konfliktfrei, auch harmonisch. Also hier gab es wirklich eine ganz positive Situation mit dieser Person. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, was jetzt passiert, hängt viel mehr von dir ab. Also jetzt ist dein Typ gefragt, lieber Widder. Und das weißt du auch. Und daran hast du auch sehr viel Freude. Das funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Und ich sehe hier, dass du in der Lage bist, dir deinen Alltag, deine Umgebung ganz angenehm zu gestalten. Es gibt hier gewisse Änderungen in deinen Alltag, in deinem routinierten Leben, die dir sehr zugutekommen. Es fühlt sich an wie eine willkommene Abwechslung. Und macht dich neugierig auf die Zukunft. Ja, ich hatte am Anfang hier mit dem Magier gemeint,
dass es hier auch viel Manifestationsenergie gerade aktuell in dein Leben gibt. Und in der Tat, die zwei Scheiben sind auch so, dass du feststellst, das ist auch ganz bewusst bei dir, du kannst das richtig sehen, dass sich die Umgebung nach deinen Vorstellungen richtet. Also läutest hier Veränderungen ein und die Welt richtet sich nach dir aus. Es gibt hier eine Umstrukturierung, die sich um dich herum ganz allmählich schrittweise einpendelt und sich deinen Vorstellungen annähert. Das ist keine Hauruck-Veränderung, sondern halt wirklich so eine ausgleichende Stabilisierung, die du feststellst in dieser Dekade. Ja, aber diese Eigenverantwortung, also du bist hier sehr stark in der Eigenverantwortung. Es hängt viel von dir ab, was jetzt passiert. Und das ist dir auch klar. Und ganz im Hintergrund, du lässt diese Sorgen nicht richtig an dich heran, aber ganz im Hintergrund machst du dir schon Sorgen, ob du die richtigen Schritte einleitest, ob du das Richtige tust, ob du deine Energie und deine materiellen Ressourcen in die richtigen Projekte steckst, in den richtigen Menschen um dich herum vertraust. Aber diese Sorgen empfinde ich als sehr gesund. Das ist der Grund, warum du hier taktisch klug vorgehen willst. Du möchtest nichts übereilen, du möchtest in dieser Power, in der du dich befindest, ich sehe hier doch sehr viel Power bei dir, möchtest du nichts überstürzen und leichtsinnig einen Fehler machen. Und diese Energie schützt dich hier, diese 7 der Scheiben davor, ne? Weil im Hintergrund hast du immer noch irgendwie eine gewisse Sorge und machst dir halt einfach Gedanken darum, ob das wirklich das Richtige ist. Und trotzdem sind diese Sorgen nicht präsent. Sie bestimmen nicht dein Handeln oder nicht, wenn du es nicht zulässt. Und das ist auch in gewisser Weise gesund, auch ein wenig zu zweifeln. So wirst du auch bessere Entscheidungen treffen. Und ich sehe hier doch, dass es eine sehr erfolgreiche Dekade für dich wird, lieber Widder. Das ist interessant. Ja, hier zeigen sich die 8 Scheiben, also diese Energie bleibt präsent, diese Person bleibt präsent in deinem Leben. Und das ist so typisch Luftenergie, denn Luftmenschen greifen manchmal mit ihren Gedanken voraus. Ne? Die können halt sehr gut etwas konzipieren und können gut die gedankliche Welt erfassen und so können sie auch ganz gut Prognosen für die Zukunft stellen. Und diese Person hat diesen Zustand schon erahnt und herbeigesehnt, das, was jetzt kommt. Entweder du als diese Person oder diese Person in deiner Umgebung hat mit dieser Ausschüttung bereits, die jetzt auf dich zukommt, gerechnet. Also hier wirst du es weiterhin mit Neuanfängen zu tun haben. Eine Situation wird sich weiterhin ganz positiv anreichern mit Energie. Hier kommt es zu Auswirkungen, zu Veränderungen, zu Stabilisierungen. Und etwas, woran du arbeitest, entweder im familiären oder auch auf der Arbeit, also es kann sich auf viele Dinge beziehen, etwas fängt an zu blühen, fängt an zu erblühen. Und das ist deine Absicht und das ist auch die Absicht deines Gegenübers. Ihr habt da gemeinsame Ziele. Und diese Luftperson hat, die du auch sein könntest, hat diese Entwicklung kommen gesehen, hat auf diese Entwicklung hingearbeitet. Und diese Person tut das ebenfalls. Da gibt es schon echt eine sehr starke Harmonie. Und du wirst mit Erfolgen rechnen können mit dieser neuen Situation zwischen den 11. und 16. Januar. Da ungefähr tritt das ein. Die 7 der Kelche. Pass ein bisschen auf mit Erkältungssachen. Du könntest mit dieser Energie vielleicht dir eine Erkältung einholen, was natürlich jetzt auch ziemlich wahrscheinlich ist. Ne?
Die 7 der Kelche ist hier schon auch irgendwie eine gewisse Sorge bei dir, dass du dich durch andere Menschen von deinen Zielen ablenken lassen könntest. Vielleicht hast du auch wirklich ein paar Menschen, die hier nichts mit dieser Situation zu tun haben, bei denen du merkst, dass sie dir nicht mehr gut tun oder schon einfach länger nicht mehr gut getan haben. In deinem sozialen Umfeld könnte es sein, dass du andere Energien aktuell vermisst. Dass du da irgendwie eine Erneuerung brauchst. Irgendwie auch neue Menschen treffen möchtest. Wir schauen dann mal weiter. Hier zeigt sich in deiner sozialen Umgebung ein Prinz der Scheiben. Das scheint mir schon eine andere Person zu sein als diese Energien hier. Der Prinz der Scheiben ist eine sehr viel jüngere Person. Könnte auch manchmal ein Sohn oder eine Tochter sein. Eine Person, die sehr präsent ist in deinem sozialen Leben, über die du dir sehr viele Gedanken machst. Nein, die ist einfach präsent in deinem sozialen Leben. Der Prinz der Scheiben ist eine erdverbundene Energie. Steinbock, Stier oder Jungfrau könnte es sein, muss aber nicht. Der Prinz der Scheiben ist eine junge Energie, eine Person, die nicht so viel Erfahrung hat, eine Person, die noch sehr viel dazu lernt und sehr neugierig ist, eine Person, die auch sehr viel wissen möchte, die auch diesbezüglich sehr pragmatisch vorgeht und sehr tatkräftig ist. Eine fleißige Person. Ja. Was denkt der Prinz der Scheiben? Ist auch manchmal eine Person, ein Lehrling, eine Auszubildende. Könnte sein, dass das irgendwie eine Situation auf der Arbeit widerspiegelt. Und das ist irgendwie so, es könnte sein, also, dass du diese Person neu kennenlernst in dieser Dekade. Und dass diese Person hat irgendwie das Gefühl, es ist ein sehr großes Glück, dass sie dir begegnet ist. Diese Person hat auch sehr viel Vertrauen zu dir. Und also wenn das eine Arbeitssituation ist, dann könnte diese Person dir zum Beispiel zuarbeiten. Dann bist du sicherlich die Vorgesetzte oder der Chef von dieser Person. Und diese Person ist dir gegenüber sehr loyal. Aber natürlich kann es sich hier auch noch um eine Freundschaft oder sogar um eine Liebesverbindung handeln. Bei einer Liebesverbindung würde ich sagen, dass du diese Person neu triffst in dieser Dekade und dass es sehr sanft zwischen euch anfängt. Dass diese Person sehr neugierig ist und einfach alles auf sich zukommen lässt und keine hohen Erwartungen hat, sondern einfach neugierig sich die Verbindung zwischen euch anguckt. Ja, denn diese Person hat viele negative Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und hat hier noch irgendwie ein Thema offen. Irgendwie lernt diese Person wahnsinnig viel hinzu in dieser Dekade und irgendwie hilfst du dieser Person oder du bist da ein Ansprechpartner. Ich habe hier doch mit den Hohepriester auch gesagt, dass du als weiser Berater auftreten könntest. Ja, das könnte diese Situation hier sein. Irgendwie ist diese Person dabei, eine Erfahrung aus der Vergangenheit, vielleicht auch erst kürzliche Vergangenheit, zu heilen und zu verstehen lernen. Hier sehe ich neue Erkenntnisse bei dieser Person, die zu einer emotionalen Heilung führen.
Ja, und irgendwie mit dieser Person ist es so ein bisschen, könnte es sich als eine Win-Win-Situation herausstellen. Dass ihr irgendwie euch hier etwas gegenseitig geben könnt, was langfristig dazu führt, dass ihr beide mehr materiellen Besitz habt. Egal wie man jetzt materiellen Besitz definieren möchte. Ne? Es kann halt Geld sein, es kann aber auch irgendwie mehr Stabilität im Leben sein. Das scheint mir hier ganz interessant zu sein, diese Verbindung. Aber ich sehe hier eigentlich weniger eine Liebesverbindung. Auch wenn das nicht völlig ausgeschlossen ist, sehe ich hier mehr. Aktuell beruht diese Verbindung, auch wenn es eine Liebesverbindung ist, auf eine gute Freundschaft. Aber daraus könnte sich dann ja auch noch mehr entwickeln. Aber aktuell noch nicht so ganz. Ja, du bist hier, glaube ich, auch viel mit dieser Angelegenheit hier beschäftigt, mit deinen eigenen Zielen, die du dir hier überlegt hast, mit dieser Person oder als diese Person. Du bist hier noch dabei an einem wichtigen Projekt, an einer wichtigen Sache. Und das, was dein Herz möchte, ist einfach Erfolg haben. Ne? Du willst hier einfach gut aus dieser Sache rauskommen, du möchtest diese Ziele erreichen, du möchtest auch alte Probleme überwinden und hier einfach zu einem gewissen Sieg kommen. Einfach siegreich in dieser Situation sein. Ja, und das Ergebnis ist die Liebenden. Wunderschön. Die Woche ab den 16. Januar wird sehr erfüllend für dich werden, in allen Bereichen. Du wirst hier Liebe finden in deinen sozialen Verbindungen, in deiner Beziehung, in deiner Familie, aber auch Erfüllung finden auf der Arbeit. Also das, was du dir hier vorgenommen hast, ist vielleicht bis dahin noch nicht komplett erreicht. Aber du wirst sehen, dass du hier auf den richtigen Weg bist. Du wirst dein Herz spüren, dass dein Herz dir sagt, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Dein Herz leitet dich hier in dieser Angelegenheit. Du wirst hier auch Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstbewusstsein aus den Streben nach diesen Zielen finden. Und Verbindung auch so mit deiner Umgebung wahrnehmen. Das sagt mir natürlich auch, dass deine Umgebung hinter dir steht und dich unterstützt bei allem, was du vorhast. Und das wirst du zum Ende der Dekade spüren und merken und auch wertschätzen. Das sind wirklich wunderschöne Karten, lieber Widder, für alles, was du vorhast. Das ist hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und mit diesen Karten kannst du eigentlich gar nicht anders als Erfolg haben. Also, diese Ziele, die du dir hier überlegt hast, nimm die ernst und strebe sie an. Ne? Das ist hier sehr von den Energien sehr begünstigt, was du hier vorhast. Bei dem Mondorakel sind 2 Karten rausgekommen. Einmal, die Emotionen laufen auf Hochtouren. Finde ich sehr, sehr enorm. Gibt es hier viele Karten, die darauf hinweisen. Ne? Hier der Tiger. Auch der Ritter der Stäbe ist ja voller Emotionen. Mehr so Wille und Wunsch Emotionen sind das, ne? Tatkraft. Aber ich sehe hier auch eben durch die Liebenden, dass es auch Kelch, also Wasserenergie auch ist. Ne? Das ist keine Wasserkarte, aber es geht hier halt auch um liebevolle Emotionen, sanfte Emotionen. Ja, die Emotionen laufen auf Hochtouren und es wird immer stärker. Ich glaube, in dem Moment, wo du auch anfängst, deine Wünsche in die Tat umzusetzen, deinen Plan hier, und du merken wirst, dass das richtig ist,
dass du hier auch einiges in Bewegung setzen kannst. Das wird dir auch noch mehr Energie geben, wodurch du noch besser ähm, deine Ziele erreichen kannst. Ne? Es erzeugt so eine sehr starke Dynamik, die dich zum Erfolg führt. Und die zweite Energie ist: meditiere und denke nach. Damit du ruhigen Kopf bewahrst in diesen starken Emotionen, die auf Hochtouren laufen, ne? Dass du hier doch immer noch deinen Fokus behältst und kluge, weise Entscheidungen treffen kannst. Und hier natürlich auch deinen ethischen Kompass nicht außer Acht lässt. Meditiere und denke nach. In dieser stürmischen Zeit. Es wird sicherlich turbulent um dich herum. Aber es ist auch für dich eine willkommene, eine spannende Herausforderung, die du dir auch selbst geschaffen hast. Und die dich zu dir selbst führt und zu wahrer Erfüllung und Zufriedenheit. Ja, lieber Widder, eine spannende Dekade für dich. Ich hoffe, dass du diese Energien sehr positiv für dich nutzt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für alles, was du vorhast. Alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.